Die Quellen meiner Inspiration sind mehrere Dinge. Also auf der einen Seite ist es sicherlich auch meine Familie, meine Vergangenheit und die Umgebung, in der ich arbeite, das spielt auch eine Riesenrolle. Ich versuche immer wieder Innovationen zu finden, um mich zu unterscheiden, um das Produkt zu unterscheiden. Es ist ja tatsächlich sehr sinnvoll, sich mit diesem Produkt, wenn man eben wirklich viele Stunden am Tag sitzt, und das wird sich wahrscheinlich in der Zukunft nicht unterscheiden, das Problem wird weiterhin da sein, dann muss man sich eben sehr ernsthaft mit der Ergonomie beschäftigen. Ich halte mich jetzt persönlich für auch einen sehr sinnlich, emotional, ästhetisch arbeitenden Menschen, aber hier waren wir tatsächlich sehr früh technisch unterwegs. Wir haben die Grundidee gehabt, einen Träger, der tordiert, und wir sind dann in der Werkstätte darauf gestoßen, den eigentlichen Knackpunkt zu finden für die Problemlösung. Der Knackpunkt für die Problemlösung ist nämlich letztendlich, dass ich ein offenes Profil habe. Das ist im Grunde wie ein Rohr, mit dem wir begonnen haben, was dann aufgeschnitten wird. Ich muss mich einfach wohlfühlen. Auf der einen Seite wohlfühlen, und jetzt kommt natürlich auch noch die Funktion dazu, da der Toléo ja diese seitliche Bewegung hat. Die Bewegung kann ich natürlich nur einleiten, wenn ich eingebettet sitze. Und diese Einbettung ist eine starke ergonomische Form. Ich mag das sehr, sehr gern, wenn ich schön eingebettet bin. Ja, und das ist wirklich eine tolle Bewegung. Also und das Gute ist eben, dass wir das mit einem verhältnismäßigen Aufwand schaffen. Im Grunde ist dieser Stuhl nicht teurer geworden durch diese Funktion, weil ich ohnehin einen Rückenlehnträger brauche. Also ich habe einem Teil eine Funktion gegeben, was ohnehin notwendig ist. Wenn man dann nicht nur diese Kopfstütze als Statussymbol hat, dass der Stuhl ein bisschen nach was mehr aussieht, sondern dass der tatsächlich die Funktion bringt, dann kommt man interessanterweise, und das haben wir beim Toléo dann verwirklicht, auf die Notwendigkeit vieler Funktionen. Und so ist es uns hier gelungen, auch durch eine sehr intelligente Taste in der Mitte, dass ich die Kopfstütze ausrichten kann, und dann durch den Exzenter kann ich das Ganze dann fixieren. Über die Jahre entwickeln sich natürlich Anforderungen immer weiter und werden differenzierter. Und das Thema der Nachhaltigkeit wurde auch eben in den letzten, ich sage schon 15 Jahren eigentlich immer wichtiger. Das heißt, als Profi muss ich diesen Anforderungen gerecht werden, ohne dass sie niedergeschrieben werden müssen. Ein Aspekt ist immer das Thema des Klebens. Denn sobald Sie kleben, schaffen Sie Verbundwerkstoffe. Und wenn Sie es dann genau nehmen und wenn es dann später ans Recyceln geht, dann ist das schwierig voneinander zu trennen. Und dann erfüllt jetzt diese Leiste, die diesen Stoff zurückzieht, genau diese Aufgabe, dass wir eben ohne zu kleben eine saubere Polsterung bilden, die die ergonomische Form des Stuhls betont. Wir waren jetzt schnell, wir waren effektiv, und ich komme da zurück auf Ihre Frage zum Hause Viasit. Die Zusammenarbeit ist wirklich sehr gut gelaufen. Und Sie können sich vorstellen, dass auch jetzt gerade in diesen Krisenzeiten sehr viele Firmen zögern und dann Projekte stoppen, bremsen. Und wir haben gemeinsam das wirklich durchziehen können, ohne zu zaudern, mit aller Klarheit,
vom Beginn an, es gab nicht mal irgendeinen Schlenker. Es war sehr geradlinig, sehr effizient.